Hallo zusammen, Robin hier. In dieser Videoreihe tauche ich tief in die neuesten Updates und Funktionen von Final Cut Pro, Motion und Compressor ein. Es erwarten dich die üblichen kleinen Details, Tipps und Tricks, von denen ich wette, du viele nirgendwo anders sehen wirst. Willkommen zu diesem umfassenden Video, in dem wir uns die neuesten Funktionen und Verbesserungen in Final Cut Pro Motion und Compressor anschauen. Du kannst dir die einzelnen Videos in der Playliste hier oben ansehen oder die Kapitel hier oder in der Beschreibung nutzen, um zu navigieren. Wenn dir dieses Video gefällt und du ein umfassendes Final Cut Pro Training auf Deutsch suchst, besuche gerne unsere Webseite. Den Link findest du in der Beschreibung. In diesem Video werden wir uns folgende Themen ansehen. Die Funktion Licht und Farbe verbessern für die Farbkorrektur. Das durch maschinelles Lernen optimierte Slow-Mo Glatt für das Retiming von Clips. Neue Suchoptionen zum Auffinden fehlender Medien und Effekte. Verbesserte Effektsteuerung. Und schließlich, was Compressor mit räumlichen Videos alles anstellen kann. Aber zunächst sprechen wir über die scrollende Timeline und die neuen Titel. Denk daran, dass du für all diese Funktionen Final Cut Pro 10.8 und mindestens macOS Ventura 13.5 benötigst. Also lehn dich zurück, entspann dich und lass uns loslegen. Vor kurzem habe ich ein umfassendes Video erstellt, in dem ich alle Aspekte des damals neuen und scheinbar so banalen automatisch scrollende Timeline behandelt habe, als es herauskam. Und obwohl es dafür einen Link in der Beschreibung gibt, wie man so schön sagt, ist vieles von dem, worüber ich gesprochen habe, inzwischen mehr oder weniger überholt. Danke, Apple? Ja, eigentlich schon, denn es scheint, als hätte sich jemand Notizen gemacht, da es sogar noch besser geworden ist und sie scheinen sich um jeden meiner kleinen Kritikpunkte gekümmert zu haben. Was hat sich also geändert? Zunächst einmal habe ich im letzten Video... Um sie zu aktivieren, gehst du einfach in die Final Cut Einstellungen und hier findest du ganz oben im Abschnitt Wiedergabe ein neues Kontrollkästchen für Timeline während der Wiedergabe kontinuierlich scrollen. Gesagt. Nun, das ist nicht mehr da. Wenn ich das Einstellungsfenster schließe und oben rechts über meine Timeline nachsehe, siehst du, dass ein neuer Knopf neben dem Skimmer-Knopf hinzugefügt wurde. Ja, ein Knopf. In demselben Video weise ich darauf hin, dass es vielleicht keinen Knopf gab, aber gibt es hierfür auch einen neuen frei belegbaren Tastaturbefehl. Wenn wir einmal mit Option Command K in den Befehle-Editor schauen und Scroll in das Suchfeld eingeben, sehen wir den Scrollen der Timeline-Befehl aufgelistet, welcher standardmäßig kein Kürzel zugewiesen hat. Und weißt du was? Wenn ich mit der Maus über dem Knopf stehen bleibe, bis ein Tooltip erscheint, bingo! Wie du siehst, ist sogar genau das Kürzel, das ich vorgeschlagen habe, jetzt die Standardeinstellung. Option Shift S. Und ich erwähne auch nochmals das aus dem anderen Video, dass du dieses neue Tastaturkürzel nicht haben wirst, wenn du ein benutzerdefiniertes Tastaturlayout verwendest, da es bei der ursprünglichen Einrichtung davon ja noch nicht vorhanden war. Der Befehl selbst wird natürlich hinzugefügt, nur keine der neuen Tastaturkürzel. Du kannst also entweder zum Standardlayout zurückkehren oder im Befehleditor dein eigenes Kürzel hinzufügen. Was wurde sonst noch geändert oder verbessert? Also eines der Dinge, die ich für nicht so ideal hielt, war die Tatsache, dass... Aber was ist, wenn ich weiter nach vorne springen will, also über dem hinaus, was in die aktuelle Zoomstufe des Fensters passt? Mit anderen Worten, wenn ich über die Abspielposition hinaus nach links scrollen will, sodass sie nicht mehr sichtbar ist. Nun, damit beginnt das, was mich an der Art und Weise stört, wie andere dies implementiert haben. Wenn die Abspielposition auf den linken Rand des Fensters trifft, kann ich nicht weiter nach rechts scrollen. Und was hat sich dahingehend geändert? Nun, du kannst jetzt frei in beide Richtungen scrollen, ohne irgendwelche Einschränkungen, während es aktiv ist.
Das macht das Ganze wieder einmal besser als alle anderen scrollenden Timelines. Während es abspielt, kann ich also mit meiner Magic Mouse in beide Richtungen scrollen, um zum Beispiel etwas zu überprüfen, das ich gerade gesehen habe oder das demnächst kommt. Aber, wie ich bereits in meinem vorherigen Video erwähnt habe, musst du, wenn du Anpassungen vornehmen willst, ohne dass die Abspielposition zurückspringt, immer noch den Clip Skimmer aktivieren und die Maus über einen Clip bewegen, um das Scrollen zu stoppen. Es kann mir also keiner erzählen, dass Apple nicht zuhört. Apropos Scrollen in beide Richtungen, eine der kleineren Änderungen ist, dass, wie ich in meinem letzten Video gezeigt habe, sogar wenn du die Taste J drückst, um rückwärts abzuspielen und die Abspielposition die linke Seite der Timeline erreicht, wird sie automatisch nach rechts gescrollt. Musst du jetzt, wenn du J drückst, um rückwärts abzuspielen, nicht mehr warten, bis die Abspielposition die linke Seite der Timeline erreicht. Die Abspielposition bleibt jetzt auch beim Rückwärtslaufen zentriert. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber toll. Außerdem gibt es einige neue Ergänzungen zu den erst kürzlich eingeführten dynamischen Titeln und Generatoren sowie ganz neue Kategorien. Zunächst einmal gibt es die Kategorie einfacher Text, die meiner Meinung nach einige weitere, täuschend simple, aber sehr nützliche Ergänzungen enthält. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Sammlung von 3 einfachen Texttiteln mit oder ohne Hintergrund plus 2 einfache untere Dritteltitel. Bei den Titeln mit Hintergrund hast du die Möglichkeit, den Hintergrund auszuschalten oder seine Farbe zu ändern, das darunter liegende Video unscharf zu machen oder es sogar während des Titels zu dimmen. Und alle haben die Möglichkeit, dem Text eine Backplate, also einen Hintergrund hinzuzufügen. Und man kann dessen Ecken abrunden, die Farbe ändern oder die Deckkraft reduzieren, sowie verschiedene Animationsoptionen anwenden. Und fast alle benutzen ein absatzformatiertes Textfeld, das innerhalb des aktionssicheren Bereichs des Viewers ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass du zum Beispiel den einfachen Titel Text verwenden kannst, um schnell und einfach klassische Untertitel im eingebrannten Stil zu erstellen. Du gibst einfach den gewünschten Text ein, stellst die Ausrichtung nach unten ein, schaltest den Hintergrund ein, änderst das Aussehen nach deinem Geschmack und fertig. Und natürlich sind alle perfekt mit vertikalen Formaten kompatibel und passen sich entsprechend an. Die Kategorie Dynamische Titel hat unter dem Thema Deko eine zusätzliche Reihe von Titeln bekommen, die sehr nett sind. Dazu gibt es natürlich auch einen neuen Übergang, der stilistisch dazu passt. Etwas, das ich bei einem neueren Update der Kategorie Grundlagentitel, dessen Umbenennung in essentielle Titel ich schon beantragt habe, vermisst habe, sind die ziemlich aufwendig gestalteten Zeitcode- und Tafeltitel, die hinzugefügt wurden, dessen Umbenennung ich auch beantragt habe. Beide bieten viele nützliche Optionen zur Anpassung. Und zu guter Letzt hat die Kategorie Dynamische Hintergründe 6 neue Hintergründe im Störungsstil erhalten, die ebenfalls ziemlich cool aussehen. Wie ich bereits in einem meiner vorherigen Videos erwähnt habe, hat leider keiner von ihnen eine Option zur Farbanpassung. Auch hier musst du also gegebenenfalls den ebenso falsch genannten Ausmalen-Filter, der einfärben heißen sollte, nutzen oder einen der anderen Farbfilter verwenden, um die Farbe in eine andere Richtung zu lenken. Und auch hier gilt wieder, dass sie alle perfekt mit vertikalen Formaten kompatibel sind und sich anpassen.
Okay, ich habe hier ein Projekt mit einer Drohnenaufnahme, die meiner Meinung nach etwas zu dunkel ist und außerdem einen leichten Blaustich hat. Um das auf einen Schlag zu korrigieren, kann ich den neuen durch maschinelles Lernen verbesserten Farbanpassungsfilter anwenden. Wie üblich gibt es mehrere sehr einfache Möglichkeiten, dies zu tun. Die naheliegendste ist vielleicht, dass du in deiner Filterübersicht die Kategorie Farbe aufrufst und den Farbanpassungsfilter entweder von dort auf den Clip ziehst oder, wenn der Clip ausgewählt ist, einfach doppelt darauf klickst. Und wie üblich erscheint er in meiner Effektsliste. Das widerrufe ich mal. Du kannst auch einfach in das Informationsfenster für Farbe gehen und den Farbanpassungsfilter aus dem Menü der Farbkorrekturoption oben auswählen, vorausgesetzt du hast ihn nicht als Standard eingestellt, dann wird er aber auch nur auf den Clip angewendet, wenn ich etwas ändere. Das widerrufe ich auch mal. Zu guter Letzt kannst du im Menü Farbkorrektur und Audioverbesserung unter dem Viewer den neuen Menüpunkt Licht und Farbe verbessern auswählen oder Control-Option Command-O drücken. Wobei ein erwähnenswerter Unterschied zwischen den drei Optionen ist, dass nur wenn ich es aus dem Menü oder über das Tastaturkürzel anwende, der Farbanpassungsfilter angewendet und der Clip kurz analysiert und die neue Licht- und Farbe-Verbessern-Analyse für alle Parameter aktiviert wird. Bei einer der anderen beiden Methoden muss die Verbesserung manuell aktiviert werden. Ist sie nicht aktiviert, verhält sich der Filter genauso wie in früheren Versionen. Sobald er aktiviert ist, analysiert er mit Hilfe von maschinellem Lernen das aktuelle Bild und optimiert automatisch den Tonwertumfang des Bildes im Bereich Licht und entfernt Dinge wie Farbstiche im Bereich Farbe. Mit einem kleinen Zauberstab lassen sich die jeweiligen Bereiche aktivieren oder deaktivieren. Wenn ich mir die Funktionalität und die Ergebnisse ansehe, kann ich nur vermuten, dass dies den Effekt Farbbalance ersetzt, abgesehen vielleicht von einem manuellen Weißabgleich, falls nötig. Der Farbbalance erfüllt zwar einen ähnlichen Zweck, nämlich die Anpassung von Helligkeit und Kontrast und die Beseitigung vermeintlicher Weißabgleichsprobleme, hat aber den offensichtlichen Nachteil, dass er weder maschinelles Lernen einsetzt, um diese Entscheidungen zu treffen, noch dass du die Ergebnisse wirklich ändern kannst. Im Gegensatz zum Filter Farbbalance kannst du also, nachdem du die Option Licht und Farbe verbessern ausgewählt hast, weitere, meiner Meinung nach leicht verständliche manuelle Anpassungen mit den verschiedenen Parametern des Effekts vornehmen. Du kannst zum Beispiel die Bereiche Licht oder Farbe separat deaktivieren, um diese Parameter von der Analyse auszuschließen, oder du kannst die Parameter in jedem Bereich einzeln anpassen. Dadurch werden automatisch sowohl die Hauptverbesserungen als auch die Verbesserungen für den Licht- oder Farbbereich deaktiviert, je nachdem, was du änderst. Eine wichtige Sache, die du beachten solltest, ist, dass die Analyse bzw. die daraus resultierenden Einstellungen für die einzelnen Parameter immer auf der Grundlage des aktuellen Bildes bestimmt werden, wie ich bereits erwähnt habe. Ich entferne es nochmal. Wenn ich mir also zum Beispiel das erste Bild meiner Drohnenaufnahme ansehe, ist es, wie gesagt, ein bisschen dunkel und hat einen leichten Blaustich. Damit ich die Ergebnisse besser beurteilen kann, drücke ich zuerst Command 7, um die Scopes zu öffnen. Ich stelle es mit einer Zweiteilung ein, dass das Scope oben für die Sättigung ist und die RGB-Parade unten für die Beurteilung der Luminanz. Um zusätzliches visuelles Feedback im Viewer zu erhalten, gehe ich in das Darstellungsmenü des Viewers und aktiviere unten die Bereichsprüfung sowohl für Luma als auch für Sättigung. Jetzt wende ich einfach das Licht und Farbe verbessern mit Control Option Command O an. Und das war's. Der Dynamikumfang des Bildes wird verbessert und der Farbstich ist so gut wie neutralisiert. Nach der Anwendung kann ich mit dem Farbanpassungen-Effekt weitere manuelle Anpassungen vornehmen. Wenn ich die Analyse mit dem kleinen Zauberstabknopf für jeden Bereich einzeln deaktiviere, kann ich die Auswirkungen der einzelnen Bereiche sehen. Wenn ich den Bereich Licht deaktiviere, wird das Bild wieder dunkler. Wenn ich den Bereich Farbe deaktiviere, kommt der blaue Farbstich zurück. Wenn ich sowohl den Licht- als auch den Farbbereich aktiviere, habe ich zumindest einen sehr guten Ausgangspunkt für weitere Verbesserungen. Wenn ich mir die einzelnen Werte anschaue, kann ich sehen, was laut Analyse am meisten verbessert werden muss. Im Bereich Licht sind es zum Beispiel die Belichtung und die Helligkeit. Im Bereich Farbe ist die Wärme der hellen Bereiche, also die Lichter, offensichtlich die größten Problempunkte. Das gibt mir auch einen guten Anhaltspunkt dafür, was ich anpassen muss, wenn ich es in die gleiche Richtung mehr oder weniger stark verbessern will.
Wenn ich mir also die Scopes ansehe und denke, dass sie etwas mehr Aufhellung vertragen könnten, kann ich die Belichtungs- und Helligkeitsregler verwenden, um sie näher an 100% IRE zu bringen. Dabei achte ich auch auf meinen Viewer, um sicherzustellen, dass ich keine Bereiche überbelichte, die auch durch das Zebramuster in den Wolken angezeigt wird. Und wenn ich denke, dass es immer noch zu blau ist, kann ich die Wärme für die Lichter oder sogar die Mitteltöne und Schatten anpassen, vielleicht sogar die Gesamtsättigung, je nachdem, welche Basiskorrektur oder welchen saisonalen Look, sage ich mal, ich anstrebe. Wenn ich zufrieden bin, kann ich den Filter ein- und ausschalten, um seine Wirkung zu sehen. Das sieht ziemlich gut aus, wenn du mich fragst, und ich denke, dass dies ein hervorragendes Werkzeug ist, vor allem für Leute, die sich nicht allzu sehr mit den Feinheiten der Farbkorrektur auskennen. Ich kann mir vorstellen, dass hiermit viel mehr Leute viel einfacher und schneller die gewünschte Korrektur bekommen können. Okay, jetzt habe ich das erste Bild nach meinem Geschmack korrigiert. Aber wie ich schon sagte, richtet sich sowohl die Analyse als auch die Gesamtkorrektur nach dem aktuellen Bild. Was passiert also, wenn ich den Rest des Clips überfliege? Nur wenige Sekunden später im Clip erkenne ich an dem Zebramuster, dass die Belichtung in diesem Teil des Clips und auch später zu hoch ist. Das ist nichts Ungewöhnliches, wenn man nicht mit einer automatischen Belichtung arbeitet. Ich habe also grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ich kann nach dem hellsten Teil des Clips suchen und die Verbesserung für alles oder nur für die Helligkeit aktivieren, vorausgesetzt das Ergebnis gefällt mir. Oder ich kann die Belichtung für dieses Bild manuell anpassen. Wenn ich aber zum ersten Bild zurückkehre, kann ich natürlich sehen, dass dieser Teil des Clips dadurch wieder dunkler wird. Wenn ich nur eine allgemeine Basiskorrektur für den gesamten Clip brauche, könnte ich es dabei belassen. Ich möchte aber eine einheitliche Belichtung für den gesamten Clip, also mache ich das nochmal rückgängig. Um die ursprüngliche Korrektur am Anfang beizubehalten, setze ich einfach einen Keyframe am ersten Bild oben im Informationsfenster und skimme dann bis zu dem Punkt, kurz bevor der Himmel überbelichtet wird. Hier setze ich einen weiteren Keyframe und skimme dann ein Stück weiter bis zu dem Punkt, an dem er noch stärker überbelichtet ist. Jetzt kann ich einfach die Parameter wie Belichtung, Helligkeit und Schwarzpunkt nach Belieben anpassen, bis das Zebramuster aus der Bereichsprüfung verschwindet, wodurch automatisch ein weiteres Keyframe erstellt wird. Aber nur für die Parameter, die ich anpasse übrigens. Ich kann das jedes Mal wiederholen, wenn ich sehe, dass das Zebramuster wieder ins Bild schleicht. Wenn ich anschließend durch den gesamten Clip skimme, kann ich sehen, dass die Belichtung im gesamten Clip jetzt viel gleichmäßiger ist. Ich kann sogar sehen, wie sich die Parameterwerte ändern, wenn ich mich durch den Clip bewege. Wirklich schön und sehr einfach. Mit meiner konsistenten Basiskorrektur könnte ich nun weitere Farbkorrekturfilter anwenden, um einen bestimmten Look zu verfeinern oder zu verbessern. Zum Beispiel mit Farbrädern, Kurven oder einem der 12 neuen Voreinstellungen für die Farbkorrektur, die in Version 10.8 eingeführt wurden. Diese sind übrigens auch für Final Cut auf dem iPad verfügbar, was wiederum eine nahtlose Kompatibilität der Farbkorrektur auf allen Geräten ermöglicht. Übrigens, falls du es noch nicht weißt, du kannst die Farbanpassungen oder einen der anderen 4 Farbfilter als deinen Standard einstellen. Du gehst einfach mit Command, in die Final Cut Einstellungen und wählst hier unten unter dem Reiter Allgemein den Farbkorrekturfilter aus, den du am meisten bevorzugst. Wenn ich hier Farbanpassungen einstelle und das Einstellungsfenster schließe, wird jetzt jedes Mal, wenn ich Command 6 drücke, um das Informationsfenster für Farbe zu öffnen, der Filter angezeigt, den ich als Standard eingestellt habe, damit ich sofort Anpassungen vornehmen kann. Oh, und nicht zu vergessen, dieselben Verbesserungen des maschinellen Lernens sind auch in der Version des Farbanpassungsfilters für Motion verfügbar. Du wendest ihn einfach vom Filtermenü oder der Filtermediathek an, aktivierst ihn und passt ihn an, genau wie du es in Final Cut Pro tun würdest. Mit der Version 10.8 hat Apple dem Retiming von Final Cut Pro ein großes Update verpasst, insbesondere was die Qualität von Zeitlupen angeht. Während Final Cut schon seit Tag 1 die Möglichkeit hat, eine optische Flussanalyse für das Retiming von Clips zu verwenden, hat Apple jetzt einen zusätzlichen Machine Learning, das heißt mit maschinelles Lernen verbesserten Algorithmus hinzugefügt. Dazu drücke ich einfach Command R
um den Retime-Editor des Clips aufzurufen. Im Pop-up-Menü darüber siehst du, dass es neben den bereits verfügbaren Optionen langsam, schnell, normal und eigene ein neues Untermenü Slow-Mo glatt gibt. Hier kann ich genau wie bei der Kategorie langsam aus 3 Geschwindigkeitsvorgaben wählen: 50, 25 und 10%. Allerdings ist diese neue Methode nur unter Apple Silicon verfügbar, also M1, M2 etc. Macs und iPads. Wenn du also einen Intel Mac hast, kannst du diese Option leider nicht nutzen. Und selbst dann müssen Bilder, die größer als 1920 bei 1080 sind, analysiert und gerendert werden, um die volle Qualität in Echtzeit zu sehen, was ich sowieso immer mache. Außerdem ist für Bildgrößen über 4K ein Mac mit einem M2-Chip oder neuer erforderlich und die größte unterstützte Bildgröße für die Analyse ist 8K. Zum Vergleich nehmen wir zunächst die normale Langsam-Einstellung von 25%. Wobei, je mehr du einen Clip verlangsamst, desto deutlicher wird natürlich die Veränderung, völlig unabhängig von der verwendeten Methode. Aber genau das ist es, was wir uns an dieser Stelle anschauen wollen. Der Clip, der ohne irgendeine Art von Qualitätsauswahl abgespielt wird, sieht so aus. Im Grunde unbrauchbar. Und warum ist das so? Nun, wenn wir das Menü für die Retiming-Option unter dem Viewer anschauen, sehen wir zum einen, dass wir hier jetzt auch das Untermenü Slow-Mo glatt haben. Wenn du weiter unten im Menü das Untermenü Videoqualität aufrufst, das nur verfügbar ist, wenn ein Clip neu getimed wurde, kannst du sehen, dass die Qualitätsstufen von schnell bis optimal umbenannt wurden, wobei ihre bisherigen Namen in Klammern stehen. Wie wir sehen können, sind alle regulären Langsam-Vorgaben immer noch auf die niedrigste Einstellung Untergrenze voreingestellt. Diese Einstellung bewirkt im Grunde nichts anderes, als Bilder beim Abspielen zu verdoppeln oder auf das nächste ganze Bild abzurunden. Darunter befinden sich wie bisher die anderen 3 Optionen, bei denen der optische Fluss in der Regel die besten Ergebnisse lieferte, vor allem wenn die Verlangsamung auf einen sehr niedrigen Prozentsatz eingestellt war und je nach Material gar nicht so schlecht war. Als letztes in der Liste haben wir die neue Einstellung Optimal, die zwar ebenfalls optischer Fluss ist, aber durch einen neuen maschinelles Lernen gestütztes Algorithmus verbessert wurde. Mit anderen Worten, wenn du eine der normalen langsamen Vorgaben verwendest, ist die Standardqualität schnell und du kannst sie auf eine der anderen 5 Qualitätseinstellungen umstellen. Wenn du eine der neuen Slow-Mo glatt Vorgaben wählst, ist die Qualität standardmäßig auf optimal eingestellt, also auf den Algorithmus, der durch maschinelles Lernen verbessert wurde. Um einen Vergleich zu den bisherigen Einstellungen zu haben, wählen wir den optischen Fluss als Qualitätseinstellung und warten darauf, dass er analysiert und gerendert wurde, was ich hier beschleunigen werde. Und obwohl es normalerweise ohne Rendern abgespielt werden kann, solltest du in der Regel rendern, um sicherzugehen, dass du auch das Endergebnis siehst. Ich habe diesen Clip ausgewählt, weil er ein klassischer Fall ist, bei dem es wenig Kontrast zwischen den Personen und dem Hintergrund gibt, vor allem bei dem Mädchen auf der rechten Seite und ihren Haaren. Das ist in der Regel ein Rezept für ein unbefriedigendes Ergebnis mit optischem Fluss. Der optische Fluss folgt nämlich nur einzelnen Pixeln und nicht den eigentlichen Objekten von Bild zu Bild. Er folgt im Grunde ihrem Fluss über die Bilder hinweg. Bei größeren Helligkeits- oder Farbveränderungen hat er jedoch Probleme. So zum Beispiel bei blinkenden Lichtern, schnellen Kamerabewegungen oder Objektverdeckungen, also wenn ein Objekt ein anderes überlagert. Ich habe auch den Verdacht, dass diese Option nur noch aus Kompatibilitätsgründen besteht, also um ältere Projekte nicht zu gefährden. Wenn wir den Clip nach dem Analysieren und Rendern abspielen, können wir sehen, dass das Ergebnis nicht völlig unbrauchbar ist. Aber wenn wir genauer hinschauen, werden die typischen Problembereiche deutlich. Wenn die Pixel nicht leicht zu unterscheiden sind, weil sie über mehrere Bilder hinweg gleich sind, verliert es die Übersicht oder verwechselt benachbarte Pixel mit denen des vorherigen Bildes und interpoliert die Positionen falsch, was zu Fehlern bei der Berechnung der Position bzw. des Bewegungsflusses führt.
Der Arm des Mannes weist zum Beispiel manchmal starke zeitliche Artefakte auf, weil der optische Fluss einzig auf der Verfolgung der Pixelbewegung beruht. Und wenn ein Objekt ein anderes verdeckt, hat er Schwierigkeiten, die Bewegung sowohl des einen als auch des anderen Objekts genau zu schätzen. Möglicherweise, weil er auch unscharf ist und hat daher einen schlechten Kontrast, der sich auch in Bereichen wie seine Nase zeigt. Und wenn er hinter ihr vorbeigeht, sind sowohl ihre Haare als auch seine Konturen merklich verzerrt und verschmelzen gewissermaßen miteinander. Um zu sehen, wie das neue maschinelle Lernen im Vergleich abschneidet, kopiere ich den Clip, indem ich ihn mit gedrückter Optionstaste ziehe, wähle die Kopie aus und stelle die Qualität auf die neue, verbesserte optische Flussanalyse mit maschinellem Lernen ein. Und auch wenn das mit dem optischen Flussalgorithmus analysiert wird, einfach gesagt erkennt und verfolgt das maschinelle Lernen aber obendrein Objekte im Video. Im Prinzip also das gleiche wie bei der Maske zum Entfernen einer Szene, nur in diesem Fall, um objektspezifische Geschwindigkeitsanpassungen zu ermöglichen. Wie wir noch sehen werden, ist sie daher viel besser in der Lage, Dinge wie zum Beispiel das oben erwähnte Problem mit Überdeckungen zu lösen. Nach der Analyse und dem Rendern können wir sehen, dass das Ergebnis zwar sicher nicht perfekt ist, aber ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass es insgesamt exponentiell besser ist. Sein Arm und seine Nase sind durchgängig praktisch unverzerrt und ihr Haar wird viel weniger davon beeinflusst, dass er hinter ihr vorbeigeht. Wie viel besser dieses Objekt und nicht rein pixelorientierte Retiming ist, zeigt sich noch viel deutlicher bei diesen beiden Clips von einigen Kindern auf ihren Scooter und einer viel extremeren, meist viel zu extremen Geschwindigkeitsreduzierung. In diesem Fall habe ich eine Temporampe angewendet, um die Sprünge zu betonen und sie auf 10% verlangsamt. Etwas, das ich normalerweise nicht einmal in Betracht ziehen würde, wenn ich es nicht entsprechend aufgenommen hätte. Auch hier zunächst ohne Qualitätsänderungen, also ohne Zwischenbilder. Das ist eindeutig nichts, was man verwenden würde. Bei den Clips, mit dem nur der optische Fluss verwendet wurde, kann man sehen, warum eine Reduzierung auf 10% undenkbar bzw. unbrauchbar gewesen wäre. Die zeitlichen Artefakte sind massiv. Sowohl die Rampen im Vorder- als auch im Hintergrund sind großflächig verzerrt und das Kind auf dem Roller im Hintergrund ist das größte Verzerrungsopfer. Und an der Kreuzung zwischen den beiden, während sie sich überdecken, ist es am schlimmsten. Wie gesagt, eine so drastische Reduzierung der Geschwindigkeit ist und war normalerweise undenkbar. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das neue Retiming mit maschinellem Lernen im Vergleich zu diesem zweiten Clip schlägt, den ich bereits analysiert und gerendert habe. Auch bei dieser extremen Geschwindigkeitsreduzierung ist das Ergebnis nicht perfekt oder unauffällig, aber ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass es um ein Vielfaches besser ist als der optische Fluss alleine. Es gibt kaum Verzerrungen auf der Rampe und das Kind im Hintergrund ist während des gesamten Clips nahezu perfekt. Selbst wenn er hinter dem Kind im Vordergrund vorbeigeht, sind die Artefakte fast nicht vorhanden. Die Analyse des maschinellen Lernens sorgt also für eine viel bessere zeitliche Konsistenz und erzeugt Zwischenbilder, die den gesamten Bewegungsfluss viel besser aufrechterhalten als der optische Fluss allein. Natürlich hängt es immer von vielen Faktoren wie dem Inhalt und dem Grad der Geschwindigkeitsreduzierung ab, wie gut es aussehen wird. Übrigens kann dies auch beim Beschleunigen von Clips verwendet werden, um den Bewegungsfluss zu verbessern. Hier sind noch ein paar weitere Tests, die meiner Meinung nach den großen Unterschied zwischen den beiden Methoden deutlich machen.
Und wenn auch diese sicherlich nicht perfekt sind, finde ich die Ergebnisse für den rennenden Hund zum Beispiel besonders erstaunlich, oder? Sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon hält. Ich würde sagen, die einzige Möglichkeit, dies noch zu verbessern, ist tatsächlich mit der benötigten Bildrate aufzunehmen. Das Ganze gilt übrigens auch für eine andere Funktion in Final Cut Pro, die den optischen Fluss nutzt und von der ich das Gefühl habe, dass nur sehr wenige Leute überhaupt etwas wissen. Die sogenannte Ratenanpassung. Diese Option wird aktiv, wenn die Bildrate eines Clips von der Bildrate des Projekts abweicht, vor allem wenn diese Bildraten nicht gerade sind, also nicht durch 2 teilbar sind. Zum Beispiel ein Clip mit 30 Bildern pro Sekunde in einer Timeline mit 25 Bilder pro Sekunde oder andersherum. Am auffälligsten ist dies dann bei schnellen linearen Bewegungen wie einem schnellen Kameraschwenk. Du wirst oft ein rhythmisches Stottern sehen, da Final Cut Pro auch hier standardmäßig die Untergrenze-Qualität verwendet, um die Bildrate des Bildes an die des Projekts anzupassen. Und da die Methoden des Frame-Samplings schon immer die gleichen waren wie beim Retiming von Clips, hattest du bisher auch hier den optischen Fluss als Option. Und jetzt gibt es auch hier das neue maschinelle Lernen. Als Beispiel habe ich dieses Projekt auf 50 Bilder pro Sekunde eingestellt und einen Clip mit 25 Bilder pro Sekunde eingefügt. Mit anderen Worten, er hat nur die Hälfte der Bilder pro Sekunde als das Projekt. Wenn ich den Clip auswähle und unten im Videoinformationsfenster nachschaue, sieht man, dass die Ratenanpassung-Einstellung aktiv und auf die Standardeinstellung Schnell- oder Untergrenze gesetzt ist. Wenn ich mit der Rechtspfeiltaste Bild für Bild durch die Timeline gehe, sehen wir, dass Final Cut einfach jedes Bild zweimal anzeigt. Wenn wir jetzt die anderen Optionen überspringen und den optischen Fluss einstellen, wenn wir den Clip noch einmal durchgehen, sehen wir, dass jetzt Zwischenbilder erzeugt wurden, genau wie beim Retiming. Bei der Wiedergabe sieht das Ganze zwar super aus, aber ein Blick auf die Zwischenbilder zeigt, dass dies ein großartiges Beispiel für etwas ist, mit dem der optische Fluss selbst Probleme hat, wie ich bereits erwähnt habe. Größere Helligkeitsänderungen zwischen den Bildern, in diesem Fall das blinkende Licht. Wenn ich das Licht auf dem Überrollbügel des Autos beobachte, während ich durch den Clip gehe, scheint es sich hin und her zu bewegen. Auch der Überrollbügel selbst ist manchmal ziemlich verzerrt. Ich vermute, das liegt daran, dass der Überrollbügel nicht gut genug von den Bäumen im Hintergrund unterschieden werden kann. Wenn ich nun die Ratenanpassung auf Optimal bzw. maschinelles Lernen umstelle und den Clip wie zuvor durchlaufe, sehen wir, dass das Auto, Rollbalken, Licht und alles andere vom Algorithmus als Einheit erkannt und interpoliert wird und nicht nur als Pixel. Die Zwischenbilder, die jetzt erzeugt werden, sind viel besser und einheitlicher. Das Licht bewegt sich kaum noch und der Überrollbügel ist im gesamten Clip fast völlig unverzerrt. Sehr schön. Das wird sogar noch viel deutlicher, wenn ich diesen Clip auch einem Retiming unterziehe. Nachdem ich wieder auf optischen Fluss umgeschaltet habe, kann ich den Retime Editor verwenden, um ihn auf 25% einzustellen. Dann erstelle ich mit Shift-H ein Haltesegment an dem Punkt, an dem das Auto der Kamera am nächsten ist. Füge einen Tempoübergang an jedem Ende des Haltesegments hinzu und spiele es ab. Wieder sind das Licht und der Überrollbügel stark verzerrt, vor allem während des Übergangs zum und vom Haltesegment. Wenn wir es nun auf das maschinelle Lernen umschalten und es noch einmal abspielen, sehen wir, wie viel stabiler und konsistenter es ist, was zu einem viel besseren Bewegungsfluss führt. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass ich nicht einmal die Qualitätseinstellungen des Clips geändert habe, wie man es eigentlich erwarten würde, ich müsste. Das liegt daran, dass sobald entweder das Retiming oder die Ratenanpassung auf eine beliebige Bildsampling-Methode umgestellt wurde, diese miteinander verknüpft sind. Wenn du also zum Beispiel die Ratenanpassung auf Normal zurückstellst, wird auch die Qualität auf Normal zurückgestellt und das Ergebnis sieht entsprechend aus. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon wussten, aber solange ich mich erinnern kann, konnte man einfach den Suchbegriff fehlt in das Ereignissuchfeld eingeben
Und alle fehlenden Medien wurden gefiltert und aufgelistet. Danach konntest du die Medien bei Bedarf einfach erneut verknüpfen. Du konntest und kannst sogar noch ein paar andere Medienarten eingeben, zum Beispiel Alternative, zusammengesetzter Clip oder Multicam für Multicam-Clips. Und alle diese Medienarten wurden ebenfalls gefiltert, egal ob der Suchbegriff im Namen vorkam oder nicht. Aber das war's auch schon. Und vielleicht hattest du eine ziemlich komplexe Timeline wie diese und beim Versuch, sie zu exportieren, wurde dir gesagt, dass in deinem Projekt Titel, Effekte, Generatoren oder Medien fehlen oder offline sind. Und selbst wenn du einen fehlenden Effekt und so weiter deaktiviert hättest, so dass du dir technisch gesehen keine Sorgen machen müsstest, würde die Fehlermeldung trotzdem erscheinen. Vielleicht hast du dich auch gefragt, was es mit dem kleinen Ausrufezeichen auf dem Ereignis auf sich hat, obwohl du keine fehlenden Medien sehen konntest. Und während du in der Timeline eines Projekts dasselbe tun kannst, indem du entweder auf die Index-Schaltfläche klickst oder einfach Command F drückst, wenn die Timeline aktiv ist, um das Indexfenster zu öffnen und hier dasselbe mit fehlenden, zusammengesetzten etc. zu machen, gab es bisher wenig, was du darüber hinaus tun konntest. Was ist zum Beispiel mit fehlenden Effekten? Nun, seit Version 10.8 ist die Liste der durchsuchbaren Kriterien erheblich gewachsen. Jeder, der mein Video über die doppelten Bereiche in Final Cut gesehen hat, weiß, dass es neben der Lupe im Suchfeld des Index ein Pop-up-Menü gibt. Wenn du darauf klickst, wird nicht nur angezeigt, dass du wie bisher nach doppelten Bereichen filtern kannst, sondern es gibt jetzt 5 zusätzliche Optionen, die, denke ich, alle ziemlich selbsterklärend sind. Wenn ich fehlende Medien auswähle, werden alle fehlenden Medien in diesem Projekt aufgelistet. Wenn ich fehlende Effekte auswähle, erhalte ich eine Liste aller Clips, in denen entweder ein Video oder ein Audioeffekt oder beides fehlt. Und wie wir sehen, werden sogar fehlende Übergänge aufgelistet, die du haben könntest. Das war bisher noch schwieriger herauszufinden als allgemeine Effekte in komplexen Timelines wie dieser, da diese nicht in der Timeline als fehlend zu erkennen sind. Wenn du Videoeffekte oder Audioeffekte auswählst, wird eine chronologische Liste der Clips eingeblendet, die diesen Merkmalen entsprechen. Zu guter Letzt noch mein persönlicher Favorit, Retiming. Ich habe mich schon immer darüber geärgert, dass es nie eine einfache Möglichkeit gab, herauszufinden, ob und auf welchen Clips in einem Projekt ich ein Retiming durchgeführt habe. Und selbst wenn ich wusste, dass es welche gab, musste ich mühsam durch die gesamte Timeline gehen oder alles markieren und Command R drücken, um anzuzeigen, dass ich oder vielleicht auch jemand anderes ein Retiming durchgeführt hatte. Etwas, das du vielleicht auch wissen musst, wenn du dein Projekt an eine andere App übergibst, die Retimed Clips nicht versteht oder erkennt, zum Beispiel. Dieses vollständige Anzeigen ist natürlich etwas chaotisch und ineffizient, denn selbst auf diese Weise kann ich nicht sicher sein, dass ich nicht vielleicht nur einen kleinen, neu getimten Abschnitt eines Clips übersehe. Aber jetzt wähle ich einfach Retiming aus der Liste aus und alle neu getimten Clips werden aufgelistet. Jetzt kann ich sie entweder einzeln aus der Liste auswählen oder ich drücke Command A, um sie alle auszuwählen, und drücke Command R, um den Retime-Editor nur für die Clips anzuzeigen, die tatsächlich neu getimed wurden. Super hilfreich. Übrigens musst du die gesuchten Suchkriterien nicht einmal aus dem Menü auswählen. Du kannst den Begriff oder nur einen Teil des Begriffs einfach manuell eingeben, wenn du das möchtest. Gib zum Beispiel Retim für Clips mit Retiming ein oder vielleicht Video E für alle Clips mit Videoeffekten. Und wenn du Fehl eingibst, erhältst du alle Kategorien von fehlenden Medien. In diesem Fall also sowohl fehlende Medien als auch fehlende Effekte. Das setzt natürlich voraus, dass keine der Mediennamen einen der Suchbegriffe enthält. Oh, und nicht zu vergessen, wenn du Metadaten wie Rolle, Szene, Kamerawinkel oder andere Informationen zu den Medien in deiner Timeline suchst, können auch diese gefiltert werden. Ziemlich cool und super nützlich, wenn du mich fragst. Und eine letzte kleine Ergänzung der Suchoption betrifft die Filteroption für Ereignisse und intelligente Sammlungen. Wenn du bei aktivem Ereignisfenster Command F drückst,
wird wie immer das Filterfenster angezeigt, in das du standardmäßig einen textbasierten Suchbegriff eingeben kannst. Und ab Version 10.8 gibt es 2 zusätzliche Suchkriterien für die Textsuche. Neben den Optionen enthält und enthält nicht sowie ist und ist nicht, gibt es jetzt zusätzlich die Filter beginnt mit und endet mit. Wie du vielleicht bemerkt haben wirst, Tracker zum Beispiel konnten schon immer umbenannt werden, aber Effekte, zu denen natürlich auch Farbkorrekturfilter gehören, nicht. Wenn du also schon mal einen Haufen Effekte hattest, zum Beispiel einen Stapel an Farbkorrekturen wie diesen, gab es keine Möglichkeit, sie zu kennzeichnen, wenn es sich zum Beispiel nur um Teilkorrekturen handelte oder wenn vielleicht ein oder mehrere Effekte mit einem Tracker verbunden waren. Aber ab Version 10.8 kannst du genau das tun. Wenn du bisher zum Beispiel auf den Namen einer Farbkorrektur doppelgeklickt oder auf das Symbol rechts daneben geklickt hast, hast du damit das Informationsfenster für Farbe geöffnet, um es anzupassen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Basisfarbkorrektur mit dem neuen verbesserten Farbanpassungsfilter und weitere Farbkorrekturen habe, die mir den gewünschten Look verleihen, kann ich die Namen so ändern, dass sie das auch widerspiegeln, damit ich auf einen Blick sehen kann, was die einzelnen Effekte bewirken. Und wie so oft kann ich das auf verschiedene Arten tun. Die naheliegendste und einfachste ist wahrscheinlich, dass ich einfach auf den Namen in der Liste doppelklicke. Dadurch wird nicht mehr zum Informationsfenster für Farbe gewechselt, sondern der Name wird ausgewählt. Oder ich klicke mit der rechten Maustaste auf den Effekt und wähle Umbenennen aus dem Menü, oder ich klicke auf das Menü ganz rechts neben dem Namen und wähle hier Umbenennen. Nachdem ich einen der zuvor genannten Schritte durchgeführt habe, kann ich einfach den Namen eingeben, den ich möchte. Also nenne ich die erste Basiskorrektur. Dann doppelklicke ich auf die zweite, die eine Farbmaske ist, um den Himmel zu verbessern, und nenne sie Himmelblau. Und dann nenne ich die letzte Icon Look. Übrigens kannst du bei einem Farbkorrekturfilter genau das gleiche auch in dessen Informationsfenster tun. Das gleiche gilt natürlich auch für jeden anderen Effekt. Ich habe zum Beispiel auf verschiedenen Personen in dieser Szene den gleichen Verpixelungseffekt getrackt. Natürlich nur zu Demonstrationszwecken, denn im Kontext eines Musikvideos wie diesem würde das keinen Sinn machen. Und wenn du sowas mit mehreren Personen gleichzeitig machst, kannst du leicht den Überblick verlieren, welcher Effekt für welche Person ist. Dann musst du jeden Effekt ein- und ausschalten oder in diesem Fall ihre Masken aktivieren, um zu sehen, wer ist, was alles andere als effizient ist. Vor allem, wenn du immer wieder darauf zurückkommen musst, um Anpassungen vorzunehmen. Nun, das hat ein Ende. Sobald ich den Effekt angewendet habe, kann ich einfach zurückgehen und wie bei den Farbkorrekturfiltern vorgehen. Nachdem ich herausgefunden habe, welcher ist, kann ich ihn zum Beispiel nach demjenigen umbenennen, nach dem er angewendet wurde. Super nützlich. Okay, jetzt hast du also alles umbenannt und vielleicht willst du dir später alle Effekte, die du verwendet hast, notieren, zum Beispiel für die Archivierung. Oder vielleicht geht der Effekt aus irgendeinem Grund verloren, aber du kannst dich nicht mehr genau erinnern, welcher Effekt es war, wenn du ihn dir ansiehst. Nun, um den ursprünglichen Namen herauszufinden, gibt es wieder ein paar Möglichkeiten. Klicke einfach mit der rechten Maustaste auf den Effekt, den du umbenannt hast, und wähle Namen zurücksetzen. Damit wird der benutzerdefinierte Name wieder auf den ursprünglichen Namen des Effekts zurückgesetzt. Aber als kleiner Power-User-Tipp von mir, du musst den Namen gar nicht zwingend zurücksetzen, um es herauszufinden. Denn wenn ein Effekt umbenannt wurde und du mit der Maus kurz darüber stehen bleibst, erscheint ein Hilfetext, der dir sagt, wie der ursprüngliche Name lautete. Ziemlich clever, oder? Und zu guter Letzt weißt du wahrscheinlich, dass du Effekte von einem Clip auf einen anderen Clip oder andere Clips kopieren kannst, indem du sie kopierst und dann entweder den Befehl Effekte einsetzen oder sogar Attribute einsetzen verwendest. Aber bei Effekte einsetzen kannst du nicht auswählen, welche Effekte du einsetzen willst, falls du nicht alle einsetzen willst. Und bei Attribute einsetzen öffnet sich ein Fenster, in dem du an- und abwählen musst, was du willst oder nicht willst. Wenn ich aber mit Final Cut 10.8 oder höher zum Beispiel einen der Effekte von diesem Clip auf diesen anderen kopieren möchte, weil sie praktisch gleich sind und ich die gleichen Farbkorrekturen haben möchte,
kann ich zweierlei Dinge tun. Ich kann den Clip in meiner Timeline auswählen, auf den mindestens ein Videoeffekt angewendet wurde, und das Video-Informationsfenster öffnen. Jetzt kann ich einen Effekt im Informationsfenster auswählen, indem ich auf den grauen Balken am oberen Rand des Effekts klicke, oder ich wähle mehrere Effekte aus, indem ich mit gedrückter Command-Taste auf sie klicke und kann den Effekt oder die Effekte einfach auf einen anderen Clip in der Timeline ziehen. Damit sind die Effekte kopiert worden. Das mache ich mal rückgängig, denn ich kann auch die Abspielposition über den Clip in der Timeline bewegen, in den ich meine Effekte kopieren möchte, damit er im Viewer erscheint. Und wenn ich jetzt den Clip, von dem ich kopieren möchte, auswähle, kann ich den Effekt oder die Effekte aus dem Informationsfenster in den Viewer ziehen. Der Effekt wird kopiert, wobei alle Einstellungen des ursprünglichen Effekts beibehalten werden. Man sollte übrigens auch bedenken, dass alle Keyframes, die der ursprüngliche Effekt hatte, ebenfalls kopiert werden. Eine wirklich tolle und schnelle Möglichkeit, einen Effekt oder eine Auswahl von Effekten von einem Clip in einen anderen zu kopieren, ohne viel herumzuklicken. Toll! Zunächst einmal, wenn du einen Clip wie diesen, den ich mit einem iPhone aufgenommen habe, oder diesen von einer Vision Pro hast, wirst du feststellen, dass er auf deinem Mac oder iPhone nicht anders aussieht, als wenn du ihn normal oder nicht räumlich aufgenommen hättest. Wie ist das möglich und was ist 3D oder räumliches Video überhaupt? Das 3D in 3D-Video oder in diesem Fall das räumliche in räumliches Video wird gleichbedeutend mit Stereoskopisches verwendet, die alle ein Bild für das linke Auge und ein sehr ähnliches Bild aus einer etwas anderen Perspektive für das rechte Auge liefern. Diese Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Auge, die Parallaxe genannt wird, bewirken, dass du bei der Darstellung des Videos eine dreidimensionale Tiefe wahrnimmst. Bei der Aufnahme von räumlichen Videos wird eine einzige Videospur für alle Stereobilder verwendet, um die Kompatibilität mit der normalen 2D-Videoproduktion zu gewährleisten. Diese Technik stellt sicher, dass das Video von nicht 3D-fähigen Wiedergabesystemen dekodiert und damit in 2D-Workflows angezeigt werden kann. Um diese Stereobilder zu liefern, hat Apple die Unterstützung von MV-HEVC eingeführt, eine Erweiterung von HEVC, wobei MV für Multiview steht. Und da MV-HEVC eine Erweiterung von HEVC ist, profitiert es übrigens auch von der Hardwarebeschleunigung von Apple Silicon. Das ist also der Grund, warum dein räumliches Video normal aussieht, wenn du es auf einer 2D-Quelle betrachtest. MV-HEVC speichert die 2D-Basisansicht in jedem komprimierten Bild. Aber es kodiert auch die Unterschiede oder Delta zwischen dem linken und dem rechten Bild, sodass 2D-Decoder die 2D-Basisansicht, zum Beispiel das linke Auge, verwenden können, während 3D-Decoder die andere Ansicht berechnen, um sowohl die Bilder für das linke als auch für das rechte Auge anzuzeigen. Diese Technik wird als 2D plus Delta bezeichnet. Wenn sowohl das linke als auch das rechte Bild den entsprechenden Augen angezeigt werden, wie zum Beispiel bei einem Vision Pro, entsteht ein Gefühl der relativen Tiefe. Bei der Bearbeitung müssen jedoch etliche zusätzliche Faktoren wie die 3 primären Zonen der stereoskopischen Tiefe und verschiedene Metadatenoptionen berücksichtigt werden. Daher ist die Entwicklung eines umfassenden Bearbeitungsworkflows schon deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Was kann ich also mit meinen tollen neuen räumlichen Videos in Compressor anstellen? Nun, nachdem ich Compressor geöffnet habe, ziehe ich einen Clip einfach in den Stapellistenbereich in der unteren Hälfte des Fensters und wenn ich es auswähle, damit es im Viewer angezeigt wird, kann ich im Informationsfenster oben rechts sehen, dass es sowohl 3D ist, erkennbar an dem Vision Pro-förmigen 3D-Symbol, als auch MV-HEVC kodiert ist. Wenn ein räumliches Video im Viewer angezeigt wird und ich in das Anzeigemenü schaue, gibt es hier ganz unten einen neuen Bereich Stereoskopisch. Hier kann ich wählen, welche der beiden Perspektiven oder Augen des Clips ich sehen möchte. Entweder die voreingestellte linke oder die rechte. Wenn ich hin und her wechsle, kann ich den leichten Perspektivenwechsel auch deutlich erkennen. Jetzt muss ich nur noch eine Voreinstellung oder vielmehr Voreinstellungen für den Export festlegen. Eine für jedes Auge. Das Ausgabeformat kann so ziemlich alles sein, vom QuickTime-Film bis zur Bildsequenz. Ich entscheide mich für QuickTime-Filme.
Und um sicher zu gehen, dass ich die richtige Auflösung, Bildrate, Komprimierung und alle relevanten Einstellungen, also die des Originals, beibehalte und nichts ändere, was die Qualität der Ausgabe beeinträchtigen könnte, kann ich einen kleinen Geheimtipp als Abkürzung dafür verwenden. Ich kann den Originalclip einfach direkt in die Seitenleiste der Vorgaben ziehen, bis der Abschnitt Eigene aktiv wird. Wenn ich die Maus loslasse, sehen wir, dass Compressor eine neue benutzerdefinierte Voreinstellung mit dem Namen erstellt von und dem Namen des Originalclips erstellt hat. Mit anderen Worten, wenn ich die Vorgabe auswähle und ihre Einstellungen anschaue, sehen wir, dass sie bei unveränderter Anwendung auf einen beliebigen Clip in meiner Stapelliste mit genau denselben Eigenschaften exportiert wird, wie der Clip, aus dem sie erstellt wurde. In diesem Fall in HD und HEVC komprimiert. Cool. Und wenn ich nur erwarte, dass ich Videos von einem iPhone transkodieren muss, kann ich alles so lassen, wie es ist. Aber da ich auch möchte, dass dies auch für die räumlichen Videos vom Vision Pro mit 2200 x 2200 Pixeln funktioniert, stelle ich mal die Bildgröße auf automatisch. Und um bei der Bildrate auch sicher zu gehen, stelle ich die Bildrate genauso ein. Auf halber Höhe der Parameterliste sehe ich auch, dass es ein neues Menü für die stereoskopische Einstellung gibt, das man auch nur bekommt, wenn ein räumliches Video erkannt wird und das auf automatisch eingestellt ist. Wenn wir hineinschauen, sehen wir, dass es eine Option linkes Auge und rechtes Auge gibt. Ich stelle es mal auf linkes Auge. Zurück in der Seitenleiste der Voreinstellungen benenne ich diese Voreinstellung einfach in linkes Auge um. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf diese Voreinstellung und wähle Duplizieren oder drücke Command D. Ich nenne diese Vorgabe wiederum rechtes Auge und wähle natürlich in den Videoparametern die stereoskopische Einstellung rechtes Auge aus. Jetzt muss ich nur noch Command drücken, um sowohl den einen als auch den anderen auszuwählen und sie auf meinem Clip in der Stapelliste zu ziehen. Ich kann den Speicherort ändern, wenn ich möchte, und sehe, dass die Clips dank der Namen meiner Vorgaben automatisch mit dem Zusatz linkes und rechtes Auge versehen werden. Darüber hinaus, wenn ich wollte, könnte ich diesen Auftrag auch zurück in die Seitenleiste in den Bereich Eigene ziehen, um eine Gruppe zu erstellen, die beide meiner Voreinstellungen enthält, und kann diese zum Beispiel räumlich links, rechts nennen. Wenn ich jetzt auf Stapel Starten klicke, ist der Export in Sekundenschnelle erledigt und die beiden Clips erscheinen neben dem Original auf dem Schreibtisch. Und das war's dann auch schon. Aber um den ganzen Prozess noch einfacher zu gestalten, habe ich noch ein paar super einfache Tipps, falls du diese Aufgabe oder auch jede andere Compressor-Aufgabe in Zukunft meinst, noch öfters erledigen zu müssen. Jetzt, wo ich eine Gruppe meiner beiden Vorgaben habe, kann ich sie einfach mit der rechten Maustaste anklicken und als Droplet sichern wählen. Speichere es auf dem Schreibtisch. Und jetzt kann ich meinen anderen Clip oder meine anderen Clips einfach auf das Droplet ziehen. Das Dialogfenster überprüfen, ob es auch die richtigen Vorgaben verwendet und den Speicherort ändern, wenn ich will, und auf Stapel Starten klicken. Und wieder nur Sekunden später habe ich meine beiden Clips. Mein zweiter Tipp wäre noch die Steigerung von der Verwendung eines Droplets. Ich habe zwei Ordner auf meinem Schreibtisch, RV, wie in räumliches Video rein, und RV raus, die sowohl auf meinem Mac als auch im Netzwerk liegen könnten. In Compressor gehe ich einfach mal auf den Überwachte Ordnerreiter. Um hier einen Überwachungsordner einzurichten, kann ich oben rechts oder auf das Symbol in der Mitte klicken oder ich ziehe einfach meinen Quellordner, also den Ordner RV rein, auf das Fenster. Damit ist mein Überwachungsordner eingerichtet und ich muss nur noch meine Voreinstellungsgruppe räumlich, links, rechts, darauf ziehen. Wenn ich einen Rechtsklick auf die Ordner für den Speicherort in der Liste mache, kann ich dafür mein RV-Raus-Ordner festlegen. Die angezeigte Namenskonvention ist zwar ein wenig irreführend, wie wir gleich sehen werden, aber das war's. Zum Schluss muss ich ihn nur noch aktivieren, entweder mit dem Kontrollkästchen neben seinen Namen oder über das Statusmenü auf der rechten Seite. Jetzt könnte ich Compressor einfach beenden, aber ich lasse es mal geöffnet, dass wir sehen können, was passiert, und lege ein paar Clips in meinen Reihenordner und Compressor fängt sofort an zu arbeiten und ein paar Augenblicke später tauchen meine geteilten Clips in meinem Raus-Ordner auf. Super einfach.
Und nur um zu zeigen, dass es auch wirklich wie erwartet funktioniert, hier sind ein paar der Augenpaare übereinander, jeweils mit einer Deckkraft von 50%, sodass man die beiden Perspektiven oder Augen und die daraus resultierende Parallaxe deutlich erkennen kann. Wenn du das eine Auge über das andere legst und die Füllmethode Differenz verwendest, wird die Parallaxe noch deutlicher und du siehst, dass die Perspektiven bei näheren Objekten weiter auseinandergehen als bei weiter entfernten. Oder du kannst ein 1920 x 2160 Projekt für das iPhone-Material erstellen und die Clips übereinander legen, um ein stereoskopisches Over-Under-Clip zu erstellen, wenn du zum Beispiel einen Kunden hast, der ihn für die Anzeige auf bestimmten 3D-Fernsehern benötigt. Oder sogar ein 4400 x 2200. Oder 3840 x 1080 Projekt, je nachdem, woher das Material stammt, um eine Side-by-Side-Version zu erstellen. Dafür kannst du auch Effektsvoreinstellungen erstellen, wie ich sie hier für das iPhone oder Vision Pro habe, die du einfach auf den entsprechenden Clip ziehen kannst oder auswählen und per Doppelklick anwählen, um sie entsprechend schnell und einfach zu positionieren. Und kannst dann deinen Schnitt exportieren. Dann kannst du dir, zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos, bevor Final Cut Pro und Compressor diese Funktion nativ unterstützen, zum Beispiel den Spatial Encoder aus dem App Store besorgen, der nur magere $2 kostet. Damit kannst du dann den Clip laden und mit der Einstellung Full Side-by-Side dein Video zurück in das MV-HEVC-Format konvertieren, um es auf einem Vision Pro oder einem anderen 3D-fähigen Gerät abzuspielen. Oder, wie wir jetzt wissen, einfach wie jeden anderen 2D-Clip ansehen. So, das war's. Alles, was du über die neuen Funktionen in Final Cut Pro ab Version 10.8 wissen musst. Welche Funktion gefällt dir am besten und welche wird deiner Meinung nach am nützlichsten sein? Lass es uns gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, du fandest dieses Video informativ und hast was Neues gelernt. Wenn ja, zeige gerne deine Unterstützung, indem du einen Daumen hoch gibst und den Kanal vielleicht abonnierst. Das hilft mir sehr dabei, noch mehr Inhalte wie diesen zu erstellen. Vergiss nicht, dir auch meine anderen Videos anzusehen, in denen ich noch mehr Tipps, Tricks und umfassende Tutorials zu allen Themen rund um Final Cut Pro zeige. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Mach's gut.